something go right over the top of us. We are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects. The last card is the alien card, and all of it is a lie. Frankly, there are a lot more sightings than have been made public, movements that are hard to replicate, that we don't have the technology for. We don't have it. They don't have it. The question is, who has it? Who's operating these vehicles? The information is very compelling. It's real. Yeah. Okay, it's real. Are they from another planet? If it's not ours and it's not theirs, well, then it's someone or something else. I can't wait for this report to come out. There is no longer any doubt unidentified flying objects are real. This one was seen by now retired Navy pilot Alex Dietrich in her F-18 off the coast of California. UFO sightings in New York have nearly doubled since the pandemic began, and we are getting new video from the Navy showing pyramid-shaped objects flying in the sky. These cell phone photos taken by a FA-18 pilot in March of 2019 show 3 different unidentified aircrafts off the coast of Oceania. A Department of Defense spokesperson said, quote, "I can confirm that the referenced photos and videos were taken by Navy personnel. The Unidentified Aerial Phenomena Task Force has included these incidents in their ongoing examinations." A U.S. intelligence report on UFOs is expected to be released very soon. The long-awaited Pentagon report on UFOs has finally been released. Friday, the U.S. government released a much-anticipated report on everything it knows about UFOs. Now, the study released on Friday found only one of those can be explained, just one. Wenn du das hier siehst, geht es dir wahrscheinlich ähnlich wie mir. Soweit ich mich zurückerinnern kann, war ich schon immer von paranormalen Außerirdischen, Geistern und UFOs fasziniert. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in der Grundschule in einer öffentlichen Schule Bücher über Geister und Außerirdische gelesen habe. Und das waren Bücher in der Sachbuchabteilung. Das waren Fotos mit Anomalien, die wie Geister, Außerirdische und UFOs aussahen. Und ich wollte immer wissen, was es da draußen gibt. Leider hat mir die Kirche nicht die Antworten gegeben, die ich suchte, und ich schlug den Weg des Okkulten ein. Für mich waren Christen sehr engstirnig, und wenn etwas für sie keinen Sinn ergab, dann musste es böse oder vom Teufel sein. Und so wollte ich selbst herausfinden, was es damit auf sich hat. Jetzt, wo ich die Wahrheit über dieses Thema erfahren habe, möchte ich nicht, dass andere den gleichen Weg gehen müssen wie ich. Als bibelgläubige Christen glaube ich, dass wir die Antworten haben. Und ich stehe zu 1. Petrus 3, Vers 15, wo es heißt, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und mit Sanftmut und Ehrerbietung. Ich glaube, wir sollten immer bereit sein, auch auf schwierige Fragen wie diese eine Antwort zu geben. Als die Jünger Jesus fragten, was die Zeichen der letzten Tage sein würden, sprach er immer von Täuschung. Lasst euch von niemandem täuschen. Und in Offenbarung 12, Vers 9 heißt es, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Welche Art von Täuschung wäre nötig, um die ganze Welt zu verführen? Wir sprechen über verschiedene Nationalitäten von Menschen, mit verschiedenen Kulturen, verschiedenen religiösen Ideen und verschiedenen Weltanschauungen. Wie um alles in der Welt könnte es eine einzig riesige Täuschung geben, die alle Menschen auf der Erde täuschen würde. In Offenbarung 13 und 14 heißt es, und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Jetzt wissen wir also, dass die Täuschung durch Wunder geschehen wird. In Matthäus 24, 24 heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Hier sehen wir wieder diese Zeichen und Wunder, die von falschen Christen und falschen Propheten vorgeführt werden. Der Zweck dieses Dokumentarfilms ist es, das zu tun, was Epheser 5, Vers 11 sagt. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Die Medien nennen diese Sichtungen, nicht mehr Sumpfgas und Wetterballons. Und es sind keine Aluhut tragenden Verschwörungstheoretiker, die sagen, UFOs sind unter uns. Jetzt ist es das Militär. Who reported seeing unidentified flying objects. Every day.
every day for at least a couple years. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. In my position as the ranking member of Terrorism and Counterintelligence, we need to know what this is. Es ist offensichtlich, dass die Popkultur vom Weltraum, von Außerirdischen und UFOs besessen ist. Es gibt kaum eine Kindersendung, einen Film, ein Comic oder eine Werbung, in der nicht ein UFO oder ein Außerirdischer zu sehen ist. Und das ist nicht nur in weltlicher Unterhaltung, sondern auch in christlichen Medien. Bubbles from the Elevation Church Kids podcast, Adventures of the Starkeepers. Im März 2009 gab es auf dem History Channel eine neue Sendung mit dem Titel Ancient Aliens, die die Idee des Glaubens an Außerirdische von den verrückten Fringe-Theoretikern in die wissenschaftliche und historische Welt brachte. Die Sendung propagiert die Theorie der antiken Astronauten, die besagt, dass alte zivilisierte Kulturen tatsächlich technologisch höher weiterentwickelt waren, als wir je gedacht haben. Sie zeigen antike Skulpturen, die Männer in Anzügen zeigen, die wie Astronautenanzüge aussehen. Sie zeigen antike Kunstwerke, Radierungen und Skulpturen, die grauen Außerirdischen und fliegende Untertassen ähneln. Nachdem ich einige Jahre lang den Weg des Okkulten beschritten hatte, kehrte ich schließlich zum Christentum zurück. Und als neuer Gläubiger an Christus begann ich diese Sendung auf der Suche nach Antworten zu sehen. Und ich erinnere mich genau, wie sie die Exodus-Geschichte von Moses und den Israeliten darstellten, wie sie dem Strahl eines UFOs durch die Wüste folgen. Sogar die Wolkensäule könnte ein Abgas eines UFOs gewesen sein. Das war eine sehr faszinierende Idee für mich, weil ich an Außerirdische glaubte und daran, dass Gott alle Dinge erschaffen hat. Und wenn Gott Engel auf Missionen schickt, um den Menschen zu helfen, warum sollte er nicht auch seine anderen Geschöpfe auf andere Planeten schicken, um den Menschen zu helfen? Als ich meine lebenslange Suche nach der Wahrheit in dieser Angelegenheit fortsetzte, fand ich heraus, dass die Militärs der Welt, einschließlich des US-Militärs und der Nazis, fliegende Untertassen gebaut haben. Das brachte mich dazu, mich zu fragen, warum unser Verstand immer direkt an den Weltraum dachte, wenn wir diese Dinge am Himmel fliegen sahen. Wie kommt es, dass unser Verstand nicht an geheime Militärfahrzeuge denkt, sondern an fliegende Untertassen von Außerirdischen? Die Antwort ist ziemlich klar. Seit den Anfängen von Science-Fiction-Romanen, des Radios und des Fernsehens hat sich diese Vorstellung von Außerirdischen, die in Untertassen herumfliegen, über Generationen hinweg in unseren Köpfen festgesetzt. Dann sah ich eine Rede von Ronald Reagan bei den Vereinten Nationen vom 21. September 1987. Ich fragte mich, ob es einen Grund für diese ganze Propaganda gibt, ob die Führer der Welt wollen, dass wir an diese Vorstellung glauben, dass außerirdische Wesen in unserer Atmosphäre herumfliegen. Dies sind die Worte, die Ronald Reagan bei diesem Treffen der Vereinten Nationen sprach. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? Ironischerweise hat Präsident Trump 32 Jahre später, am 20. Dezember 2019, den neuesten Zweig des Militärs enthüllt. Die Weltraumstreitkräfte der Vereinigten Staaten. Jetzt schützt das Militär also das Land, das Meer, die Luft und den Weltraum. Aber erst als 2020 die Covid-Pandemie ausbrach, wurden die Dinge ein wenig seltsam, als plötzlich alle Mainstream-Medien darüber berichteten, dass die Regierung alles, was sie über UFOs wusste, veröffentlicht hatte und dass dies eigentlich Teil eines neuen verabschiedeten Gesetzes zur Unterstützung von Covid-19 war. Corona relief bill the president signed last month to disclose what they know about UFOs within 180 days. U.S. intelligence agencies have less than 6 months to disclose what they know about UFOs. It's all part of the coronavirus relief deal President Trump signed back in December. When he signed the massive $2 trillion COVID relief and government funding bill last month, he triggered a countdown for U.S. intelligence agencies to tell Congress what they know about UFOs. Bis jetzt hat jedes Militär, das in den Nachrichten war, gesagt, dass diese Fluggeräte nicht von uns sind und auch nicht von ihnen. Also müssen sie von jemand anderem sein. They don't have it. Who's operating these vehicles? If it's not ours and it's not theirs, well, then it's someone or something else. Die Frage ist also, ob sie aus einer anderen Welt oder einer anderen Dimension kommen. Der History Channel verbreitet, dass diese Wesen aus einer anderen Welt stammen. Mainstream scientists be discovering the home worlds of extraterrestrial visitors? For ancient astronaut theorists, the answer is a resounding yes.
The big revelation will not be, do they look like us, but we look like them, because we are their offspring. Aber lass uns einige der spirituellen Aspekte dieses Phänomens im Jahr 1917 am 13. des Monats von Mai bis Oktober betrachten, als 3 Hirtenkinder sagten, sie hätten eine Erscheinung der Jungfrau Maria gesehen. Am 13. Oktober 1917 versammelte sich eine Menschenmenge von 70.000 Menschen, um diese Erscheinung zu sehen. Als die Menschenmenge ihre Augen zum Himmel erhob und betete, dass sie Zeuge des versprochenen Wunders werden würde, das alles bestätigte, was die Kinder gesagt hatten, hätten sie die Sonne tanzen gesehen. Diese spirituelle Erscheinung erschien als eine glühende Scheibe, die am Himmel herumflog, ähnlich wie bei vielen UFO-Sichtungen. The kids were given 3 messages. The third message apparently talks about extraterrestrial life. Viele Menschen, die sich mit New Age-Glauben und Praktiken beschäftigen, hatten Erfahrungen mit Sternenmenschen oder Sternsamen, auch bekannt als Indigo-Kinder. Es ist der Glaube, dass bestimmte Menschen ursprünglich Außerirdische waren und durch Geburt oder als Walk-in in einen bestehenden menschlichen Körper auf die Erde kamen. Or souls, more likely, that find it very difficult to be here on Earth because apparently Earth is not really their home. Star seeds are highly evolved souls whose sole origin is from the stars. Star seeds are souls who originated in the Pleiades. Starseeds are beings who have spent majority of their lives on different planets. The first sign that you are a starseed is that you've always felt like an alien. Es ist eine Variante des Glaubens an Alien-Mensch-Hybriden. Die Frage ist, ob diese Sternenmenschen Besucher von einem anderen Planeten sind. Wie können diese physischen Wesen in den Körper? Das klingt eigentlich eher nach den Berichten in der Bibel über unreine Geister, die in Menschen eindringen. In Lukas 11, Vers 24 heißt es, wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er, ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Wir sehen, dass es tatsächlich ein unreiner Geist ist, der in den physischen Körper eines Menschen eindringen kann, wohingegen es sehr viel unwahrscheinlicher erscheint, dass physische Wesen von einem anderen Planeten in den Körper eines Menschen eindringen können. Roger Monroe erzählte später in seinem Leben, Anfang der 90er Jahre, wie er in einem Geheimbund von Dämonenanbetern verwickelt war. Und er sagte, dass ein satanischer Hohepriester ihm erzählte, dass der Großmeister oder Satan einen Täuschungsplan für die Menschheit hatte, dass dämonische Geister sich als Besucher aus weit entfernten Galaxien ausgeben würden. Er sagte auch, dass dies während einer Zeit großer Katastrophen auf der Erde geschehen würde und dass der New Age-Glaube um sich greifen würde. When I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more? Your time I want to do something very fascinating. He says the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back, and then they write all about it. I've heard of that. So
due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, it's just readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies. I taped the whole thing, it's 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. Ein Teil der New Age-Praktiken beinhaltet, ein Beschwörer oder ein Medium für Geister sowie Außerirdische zu sein. Es gibt tausende dieser aufgezeichneten Sitzungen, in denen eine Person willentlich zulässt, dass ihr Körper von einem außerirdischen Wesen bewohnt wird und durch sie spricht, um eine Botschaft an die Menschheit zu geben. Diese Praxis wird unter jungen Menschen immer beliebter, da Influencer in der ganzen Welt für diese Idee werben. Bunch of spaceships. There were like 5 to 7, and I don't know why I didn't try to take a picture of it. I just looked at it. Kesha sagt, dass es ihr Interview mit Demi Lovato war, das sie dazu brachte, außerirdische Wesen zu beschwören. With Demi Lovato, I loved the conversation we had because she just turned me on to a whole new, there are a couple books she mentioned and an app she mentioned that I immediately downloaded and I made my family for Christmas. I was like, all I want for Christmas is us all to meditate and try to channel extraterrestrials. And they're like, okay. So I'm trying to get all my friends and family into meditating the aliens to us. So that's my new hobby because of Demi Lovato. Thank you, Demi, for that. Demi Lovato wurde in einem christlichen Nachrichtensender mit den Worten vorgestellt: Die Taufe in Israel hat das gottgroße Loch in meinem Herzen gefüllt. Im Oktober 2019 postete sie ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie in Israel getauft wurde. Ich bin eine amerikanische Sängerin, die christlich erzogen wurde und habe jüdische Vorfahren. Als ich aufwuchs und mir die unglaubliche Gelegenheit geboten wurde, die Orte zu besuchen, über die ich in der Bibel gelesen hatte, sagte ich ja. Israel hat etwas absolut Magisches an sich. Ich habe noch nie ein solches Gefühl der Spiritualität oder der Verbindung zu Gott gespürt. Etwas, das ich seit ein paar Jahren vermisst habe. Spiritualität ist für mich so wichtig, so wie im Jordan getauft zu werden, dem gleichen Ort, an dem Jesus getauft wurde. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so erneuert gefühlt. Und diese Reise war so wichtig für mein Wohlbefinden, mein Herz und meine Seele. Ich bin dankbar für die Erinnerung, die ich gewonnen habe und für die Möglichkeit, das gottgroße Loch in meinem Herzen zu füllen. Danke, dass ich dabei sein durfte, Israel. Hier erzählt Demi Lovato in der Dr. Phil Show, wie ihr als kleines Kind prophezeit wurde, dass sie ihre musikalischen Gaben nutzen würde, um Tausende zu erreichen. I went to church camp one time and there was somebody who spoke in tongues over me. And I grew up Christian, so I wasn't familiar with this experience. And I remember them prophesizing over me, saying that one day you'll be a hero to tens of thousands of people. And luckily my platform has reached many more through social media and through my work, but it was that day that she said, you'll be a hero to thousands of people, and she said it would be through the arts. And I knew in that moment that if I ever were to make it as a singer, I kind of made this pact with God that said, God, if you give me the opportunity to live my dreams, I will pay you back and I will live my life in hopes of helping others. Und hier ist sie weniger als 2 Jahre, nachdem sie im Jordan getauft wurde, und erzählt Kesha, dass sie UFOs beschwören und Außerirdische steuern kann. The frequency of the city was just super amazing, and it was super easy to make contact. We had been meditating all week, and then it only took us 10 minutes before we looked up and saw we saw a ship at what looked like a Concorde plane. You know those black ones that look like triangles? Looked like that, but it had 2 red lights, and then at one point the ship just separated into 2 different ships. I can't explain it, but you're seeing it and you're just like, cool, so everyone else saw that? Yeah. All right, so what and then you're just and then it's this surreal moment of so do we go inside?
Diese New Age-Idee, andere Wesen zu beschwören, ist nicht neu. Sie steht im Buch Samuel, wo Saul ein Medium sucht, um mit Toten zu sprechen. Diese New Age-Konzepte haben sich seit Generationen in die Kirche eingeschlichen, bis hin zu dem Punkt, wo Demi Lovato behauptet, eine getaufte Christin zu sein, die meditieren und Außerirdische beschwören kann. Sie nutzt ihre große Plattform, um andere zu beeinflussen, das Gleiche zu tun. Das ist genau das, was Roger Monroe sagte, dass es vom Großmeister oder Satans Plan für die Welt war. Spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies. When the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the languages. Viele Zeugenaussagen von Menschen, die behaupten, von Außerirdischen entführt worden zu sein, beschreiben diese außerirdischen Wesen als perfekte engelsgleiche Wesen mit blondem Haar und blauen Augen, graue, froschähnliche Kreaturen und Reptilien. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass der erste Außerirdische, der aus dem Himmel auf die Erde kam, als sprechendes Reptilienwesen erschien und New Age-Lehren verkündete, wie zum Beispiel, du bist Gott und du kannst nicht sterben. Das ist genau die gleiche Botschaft, die wir von diesen Wesenheiten in den Aussagen der Entführten hören. When they see us worrying about things like death, they find it hilarious. And when they see us like running around like headless chickens just to create money, just to keep ourselves alive, and they know it's all a big joke because you can't die anyway. And they say even if we did die, you can choose to come back from the death state. Der Okkultist Aleister Crowley war ein selbsternannter bösester Mensch. Er zeichnete eine Skizze eines Dämons, der ihn oft besuchte. Dieser Dämon stellte sich selbst als Lamm vor, das tibetisch für den Weg ist, eine exakte Nachahmung des wahren Lammes Gottes, das der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Jetzt können wir klar erkennen, dass diese Wesenheiten keine Besucher von anderen Planeten sind, wie sie behaupten, sondern in Wirklichkeit Dämonen, die die Welt mit Lehren des Teufels verführen. Viele werden verführt und fallen vom Glauben ab und geben sich verführerischen Geistern und Lehren des Teufels, so wie Demi Lovato. Die Vorstellung, dass diese Außerirdischen in Wirklichkeit Dämonen im Himmel sind, ist nicht nur eine christliche Idee. Jacques Vallée, der Autor des Buches Boten der Täuschung, sagte in einem Interview Folgendes. In your books, particularly your most recent book, Messengers of Deception, which is many years old, you suggest that UFOs are deliberately trying to manipulate our subconscious mind to create a mythology in our culture about themselves, which is one of the reasons that they're both physical and concrete, yet very elusive at the same time. Do you still feel that way? I think that from my own point of view, I'm going to be very disappointed if UFOs turn out to be nothing more than visitors from another planet, because I think they could be something much more interesting. Something from another dimension, a space or time? Here are objects, I think we have to call them objects, that are physical, that interact with the environment, that cause effects on the witnesses, on the psychology and the physiology of the witnesses, and leave traces on the ground, and yet are capable of, appear to be capable of manipulating time and space in ways that go beyond what our physics understands today. Eddie Bravo spricht in einem Podcast mit Joe Rogan über William Cooper, den Autor von Behold a Pale Horse, und wie er während seiner Arbeit beim Militär tatsächlich an Außerirdische und UFOs glaubte, weil er sie mit eigenen Augen sah, sich aber dann zu fragen begann, ob er getäuscht worden war. William Cooper, he wrote Behold a Pale Horse. He wrote that book. He's like probably considered the Helio Gracie of conspiracy theories, William Cooper. He was in charge of putting together the documents for these top secret Office of Naval Intelligence meetings. He thought they're trying to get us to believe in aliens so they could fake an alien attack, so that'll usher in the New World Order. Because what happens if the aliens attack? We all unite. In all the movies, you see them in the movies like, oh, they're attacking, let's call China. We're all together, we all unite. That's the whole purpose of everything. William Cooper, he was the guy who he was like, aliens exist. I'm looking at these documents. They're having these meetings about this crash. He's got his own little private radio and then he's like, oh, these are setting me up. This is all. He goes, they're setting up a fake alien invasion. That's what they're doing.
Or could it be manipulated purposely by people who have the technology to simulate UFO sightings? And people say, well, of course not. Who would do a thing like that? Well, I would remind you that during the Watergate investigation, it was discovered that there was a plan originated in the White House to surface a submarine off the coast of Cuba and paint the second coming of Christ over the island of Cuba using holograms. Which is well within our technology today. Tom DeLonge, ehemaliger Frontmann der Band Blink-182 und Angels in Airwaves, hat von der CIA eine Sicherheitsfreigabe erhalten und die Erlaubnis, Informationen zu diesem Thema an die Öffentlichkeit weiterzugeben. So they would give some information to you and you would get it out to people. And now why wouldn't they do it themselves? Because they wouldn't have the same platform? They don't have access to the same platform that you would have? They don't have a way to make a movie, a book. They don't know how. They don't have a way to make documentaries. They don't have a way to go on a big show like this and communicate with young people. They don't do that. I don't believe that some of the events happened on accident. You know, I think that there's been a lot of events that are on purpose. Some have been for show. Some have been for. I mean, there's a variety of reasons, but I think a lot of it is a control system that's really pushing humanity in a very specific direction. Hören Sie sich diese interessante Aussage an, die in einem Interview mit Coast to Coast AM gemacht hat. It can do all kinds of stuff. It seems to feed off of fear. It can be very dark and threatening at times. I remember laughing at people who would say, it's not aliens, it's demons. I couldn't laugh anymore. I'm not so sure about that. There is a very, very strong link between what people think demons are from the Bible and other religions and the UFO phenomenon. And what you have is something that doesn't like man, period. Carol Rosen war Partnerin und Sprecherin von Wernher von Braun, der eine führende Rolle bei der Entwicklung der Raketentechnologie in Nazi-Deutschland spielte. Sie sagte, dass er in seinen letzten Lebensjahren anfing, ihr einige interessante Dinge zu gestehen. I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77. I met the late Dr. Wernher von Braun in early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Wernher von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. Lou Elizondo, ehemaliger Geheimdienstoffizier im Verteidigungsministerium. Einer seiner Vorgesetzten sagte ihm, er solle aufhören, dieses Thema zu untersuchen, da sie bereits wüssten, was es sei. This is a person I respected tremendously, very, very senior person. He's told me, he said, Lou, I want you to stop doing this. I said, okay, sir, I certainly can, but may I ask why? And he says, well, we already know what it is. Now, at that moment, I honestly thought maybe it was our own technology. I was running up against some super uber secret SAP, and you know, they were telling me to stop. And I said, okay, sir, so it's ours? And he said, no, that's not what I'm saying. And he said, he asked me point blank, have you read your Bible lately? And I wasn't quite sure where he was going with that. And I said, well, sir, I think I know what it says. Where are you going with this?
And he said, well, then you would know that these things are demonic and we should not be pursuing them. Yeah. And he wasn't kidding. That's exactly how he felt. So this is a Pentagon. This is a Department of Defense official saying, stop looking at UFOs because they're demonic. Correct. Es gab Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die einer Entführung durch Außerirdische entkommen sind, indem sie den mächtigen Namen Jesus Christus ausgesprochen haben. Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Wir sehen, dass diese Wesen die Erde im Laufe der Geschichte immer wieder besucht haben und dass sie der Physik zu trotzen scheinen, indem sie auf mysteriöse Weise erscheinen, wenn jemand auf einem Feld meditiert oder wenn sich ihr Schiff in 2 Teile teilt. Viele haben bezeugt, dass sie gesehen haben, wie diese Wesen durch Wände gehen oder sie sogar direkt durch das Dach ihres Hauses entführt haben. Diese Wesen scheinen immer in der Nähe von Okkultisten oder Menschen aufzutauchen, die in falsche Religionen verwickelt sind oder halluzinogene Drogen wie DMT. Sie teilen immer eine antichristliche New Age-Botschaft mit, dass ihr Götter seid, die nicht sterben können und dass Jesus nicht der ist, für den ihr ihn haltet, sondern ein aufsteigender Meister, der das Christusbewusstsein erreicht hat und zurück ins Universum oder auf das Schiff seiner Mutter aufgestiegen ist. Die Bibel sagt uns in 1. Timotheus 4, Vers 1-2, der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden und verführerischen Geistern und Lehren von Dämonen anhängen, verleitet durch Heuchelei und Lügenrednern, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Epheser 6, Vers 12 sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Markus 13, 22 und 23 sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Gottes Wort hat Antworten für uns und er gibt uns die Antworten im Voraus, damit wir zu den Auserwählten gehören können, die nicht durch diese Fälschung getäuscht werden. Sogar die Astronauten, die für die NASA arbeiten, sagen uns, dass Aliens real sind. I would not be surprised if we are under surveillance by alien visitors. I think they're interested in everything that we're doing. I think just observing our progress, they're looking to see what is taking place on this planet. I love it up here. By the time she lands in September, her tally will be 666 days in space. Ironischerweise bedeutet dieses Wort im Hebräischen in die Irre führen, verführen oder täuschen. Und einer der größten Trends ist es, dieses Wort auf der Brust und auf der Stirn zu tragen. Johannes sagt uns in Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 und 14, dass er 3 unreine Geister wie Frösche aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten kommen sah. Denn sie sind die Geister der Teufel, die Wunder tun und zu den Königen der Erde und der ganzen Welt hinausgehen, um sie zum Kampf am großen Tag des allmächtigen Gottes zu versammeln. Könnten wir in dieser letzten Zeit leben, in der die Menschen vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und Lehren des Teufels Beachtung schenken, wie Frösche, die zu den Militärs der Welt gehen, um sie zu vereinen und militärische Zweige zu schaffen, die Waffen gegen den Himmel bauen, um gegen das zweite Kommen Christi zu kämpfen? Ich glaube, wir sehen, wie sich die Prophezeiung vor unseren Augen erfüllt.
Wachen Sie heute auf, um die Zeichen der Zeit zu erkennen. Und nehmen Sie Ihre Beziehung zu Jesus Christus ernst. Beginnen Sie in der Wahrheit des Wortes Gottes zu graben, damit wir zu den Auserwählten gehören können, die nicht durch diesen endzeitlichen Massenwahn getäuscht werden.